In den Jahren 1972 bis 1978 hat die damalige Deutsche Bundesbahn 170 sechsachsige Güterzuglokomotiven beschafft, die die Bezeichnung Baureihe 151 erhielten. Sie sollte die damals noch eingesetzten Dampfloks sowie E-Loks der Vorgängerbaureihe 150 ablösen, um dem zunehmenden Güterverkehr auch mit höheren Geschwindigkeiten zu genügen. Die Entwicklung des mechanischen Teils der 120 km schnellen Güterzuglok wurde der Maschinenfabrik Krupp in Essen, die des elektrischen Teils AEG Telefunken übertragen. Gebaut wurden die Loks später von verschiedenen Herstellern. Nach vielen Dienstjahren verkaufte DB Cargo 2017 je 100 Loks der Baureihe 151 sowie 100 Loks der ebenfalls sechsachsigen Baureihe 155 der Deutschen Reichsbahn der DDR an ein Konsortium aus Toshiba und Railpool. In der Zwischenzeit wurden einige Loks auch an weitere private EVO verkauft. Railpool hat derzeit noch ca. 70 Loks im Bestand, von denen allerdings über die Hälfte gerade in den letzten Monaten abgestellt wurden. Auch Verschrottungen gab es natürlich bereits. Gerade in den letzten Wochen, seit Herbst 2019 bis Anfang 2020, wurden alleine 11 Loks bei Bender in Opladen verschrottet. Interessanterweise zeigt sich im Modellbahnbereich genau der gegenteilige Trend. Im vergangenen und in diesem Jahr gibt es diverse Neuerscheinungen der Baureihe 151. Pico hat im vergangenen Jahr 2 neue Modelle der Baureihe 151 mit MFX Sounddecoder auf den Markt gebracht. Die Wechselstromversion in der Lackierung der Deutschen Bahn wird im Folgenden vorgestellt. Das Original der Lok ist von Railpool an DB Cargo vermietet und seit Ende Dezember 2019 abgestellt. Wer sich nicht für das Vorstellen der Lokfunktionen interessiert, kann die nächste Minute überspringen. Die Bedruckung ist sehr gut lesbar und der Dachgarten ist aufwendig ausgeprägt. Hier nun einige Beispiele für die Geräuschfunktionen. Auch verschiedene Beleuchtungsoptionen stehen zur Verfügung. Mangels eigener Tonaufnahme füge ich in die Videobeschreibung einen Link mit der Aufzeichnung eines realen Anfahrgeräusches ein. Für 2020 hat Pico nun 2 weitere Modelle angekündigt. Zum einen eine Ausführung in der Originalfarbe Grün und weiterhin eine Lok des privaten Eisenbahnverkehrsunternehmens Locomotion, das 4 Loks besitzt. Zu Beginn des Videos war die Doppeltraktion zweier Railpool-Loks vor einem Stahlkeulzug zu sehen. Ein Snapshot der zweiten Lok lässt die Aufschrift erkennen. Angekündigt wird ein Rocco H0-Modell genau dieser Lok. Im Rocco Neuheitenkatalog 2020 findet man die Railpool-Version ebenso angekündigt, wie auch 3 weitere Farbgebungsvarianten. Neben Lackierungen der Deutschen Bahn in Grün und Rot ist erstmals eine Bedruckung in den Farben der schwedischen Hector Rail vorgesehen. Hier hat die Baureihe 151 die Bezeichnung 162. Märklin hat in früheren Jahren verschiedene Modelle der Baureihe 151 angeboten, zuletzt 2015 in der Bedruckung der SRI Rail Invest. Danach gab es noch Loks in Startpackungen. Hier zu sehen ist ein Modell aus dem Jahr 2005 mit MFX-Decoder. Das Original der Lok wurde bereits 2016 verschrottet.
Auch bei diesem Modell ist der Dachgarten aufwendig ausgeprägt. Die einzige Soundfunktion ist ein Horn. Die Frontpartien der beiden Modelle von Pico und Märklin sind sehr ähnlich ausgeprägt und entsprechen gut dem Vorbild. Aufgrund der bereits angekündigten Neuerscheinungen der Baureihe 151 darf man gespannt sein, ob weitere Hersteller folgen. Anders als beim Vorbild wird es auf der Modellbahn aufgrund des steigenden Angebots neuer Modelle zukünftig sicherlich mehr Loks der Baureihe 151 zu sehen geben. Bis dahin.